Das Wort hat Herr Farage. Mr. Farage has the floor. Thank you. Look, nobody in their right minds would not agree that it was a sensible thing to do to get France and Germany together round the table, to break bread with each other, to have a trade deal with each other back in the 1950s, and to work as sovereign democratic nations together for peace. All of that was absolutely right and high-minded. Sadly, the whole thing has become corrupted. Tony Blair said, the EU today is no longer about peace, it is about power. And how right he was, and how that power has shifted. The rationale for Europe today is not peace anymore, it's power. When Kohl and Mitterrand came here, representing their countries 25 years ago, it was a partnership of equals, but no longer. France is now severely diminished, trapped inside a currency, frankly, from which she can't recover. And the French voice in this relationship and in Europe is little more now, frankly, than a pipsqueak. Does your Dirk bad? Oh. Oh. Nice, Dirk. I thought you said your Dirk did not bite. That is not my talk. We're living, and it's an irony, isn't it, that a project that was designed to contain German power has now given us a totally German-dominated Europe. Just look at the euro. Germany has a currency that is undervalued by 20%, a growing and massive trade surplus, and most growth in the German economy since the collapse of 2008 has indeed been in exports to other Eurozone countries, such as your very big arms sales to countries like Greece. And when we have a general election that says a country like Greece wants to change direction, well, I'm sorry, but that now must be brushed aside because the Germans don't want it. Salud, Tommy. No more shines, Billy. What? I said no more shines. Maybe you didn't hear about it. You've been away a long time. They didn't go up there and tell you. I don't shine shoes anymore. Relax, will you? For crying out, what's got into you? I'm breaking your balls a little bit, that's all. I'm only kidding with you. Sometimes you don't sound like you're kidding. You know, there's a lot of people around. I mean, I'm only kidding with you. We're having a party. I mean, I just came home. I haven't seen you in a long time, and I'm breaking your balls, and right away you're getting fucking fresh. I'm sorry. I don't mean to offend you. I'm sorry, too. It's okay. No problem. Okay, salute. Now go home and get your fucking shine box. Motherfucking you fucking piece of shit! Yeah. Come on. Let him go. And we bought his fucking button at the fake tough guy. You brought your fucking button, you fake tough guy. You motherfucker. Come on. Fuck, keep that motherfucker here. Keep him here. Come on. Back. Come on, you fucking feel strong? And what must count as perhaps the worst piece of public policy seen in modern Europe for half a century, when you compounded the already failing and flawed EU common asylum policy by saying to the whole world, please come to Europe, and we saw, frankly, virtually a stampede. Oh, ich könnte direkt losheulen. Scheiße. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ach du Scheiße. Das werden immer mehr. Und auch noch ein Kind. Oh mein Gott. Pass bloß auf. Ihr denkt, hier was nicht werden, ne? Guck mal, die tummeln sich da alle.
And we learn that 80% of those that are coming are not Syrian refugees. In fact, what you've done is to open the door to young, male, economic migrants. No, we don't want it. Because we Why not? Because the eat is so bad and so strange, and the animal don't eat that just like this eat. So we want our money to get some what we need from the supermarket. We don't want eat from this eat. Yes, because this bad eat. We about 13 days here, so the eat is so not so good. And we want just money, just our money, our water from toilet. So you wanted to just get money? Yeah, just we want the money to buy something from supermarket. So we drink the water from toilet, and the animal don't drink the water from toilet. Yeah. How long time you will be I think in strike? صار قد هنا 7 days 17 days 17 days. Yeah, 17 days. We sleep in the floor. Yeah, and we sleep in the floor, and the weather so cold. No anyone care about us. No money, no medicine. They humiliated us. No any medicine. All of us sick. All of us maybe. So everyone is in strike now. What? Everyone, everybody in strike now. Yeah, of course. Oh, when they sick, no anyone care about us. They humiliated us, and they don't care about us, and they don't give us any medicine. They don't give us anything. No clothes, no bed, no shoes, no anything. So we are just like animal here. No anyone care about us. What would you like to tell to the people? I want to tell the UN to come to help us, and the camp is named Halka Kavara. We want someone come to help us, because no anyone see what the problem here. That's it. Yeah, Halka Kavara. The name our camp is Halka Kavara. Many of whom, I have to say, behave in a rather aggressive manner, quite the opposite to what you would ever expect to see from any refugee. And yet when that failure... Und bei mir im Studio begrüße ich nun den Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Herr Wendt, das Kabinett hat im Eiltempo also jetzt diese neuen Asylgesetze durchgewunken. Reicht das? Ja, zunächst mal ist das ein gutes Zeichen, oder ist ein Zeichen dafür, dass Politik hier reagieren kann. Was mir nur fehlt, ist, dass Politik rechtzeitig reagiert. Es muss erst immer überall Lichterloh brennen, bis die mal was auf die Reihe bekommen. Das hätte man alles schon ein Jahr oder so früher machen können. Da waren die ersten Anzeichen für diese Entwicklung ja schon absehbar. Was meinen Sie denn mit Lichterloh brennen? Nun, in unseren Asylunterkünften ist ja teilweise der Teufel los. An der Grenze in Süddeutschland, insbesondere in Bayern, ist der Teufel los. Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen nicht mehr aus den Stiefeln, aber nicht erst seit letzter Woche oder letzten Monat, schon das ganze Jahr über. Unsere Bundespolizei und die bayerische Landespolizei in besonderer Weise, aber auch aus anderen Ländern, sind ja seit Monaten heftig belastet. Und jetzt wird so getan, als wäre Politik davon überrascht. Das kann nicht sein. Da war niemand von überrascht. Man hätte viel früher reagieren müssen. Wir hören Massenschlägereien in Asylunterkünften. Wir hören sogar, dass es offenbar Überfälle auf Supermärkte gegeben haben soll. Es ist eine zusätzliche Belastung für die Polizei. Fürchten Sie, dass die Kriminalität dadurch ansteigen könnte? Ja, das ist leider zu befürchten. Es gibt ja 3 Themenfelder. Das eine sind die Anschläge auf diese Asylunterkünfte, die seit Monaten stattfinden, und die Zahlen sind da ja auch explodiert. Das heißt, wir sind in erheblicher Weise gefordert, diese Unterkünfte zu schützen. Dann gibt es die Kriminalität unter den Flüchtlingen. Das heißt, Vergewaltigungen von Frauen und von Kindern, massive Gewaltanwendung, kriminelles Handeln im Sinne von Ausbeutung, Versklavung, das alles sehen wir dort. Das sind nicht nur Rangeleien, weil man auf engem Raum zusammenlebt, sondern da finden auch richtige Verteilungskämpfe unter den Flüchtlingen schon statt, also Dominanzkämpfe, das heißt religiöse Gruppen untereinander, Eiferer, die man nicht leicht voneinander trennen kann, zumal das private Sicherheitspersonal häufig überfordert ist. Es sind zu wenig und zu wenig qualifizierte Leute dort. Stellen Sie auch fest, dass die Flüchtlinge zum Großteil überhaupt keinen Respekt vor den Polizisten, vor den Beamten haben?
Nein, vor den Beamten eigentlich eher schon, aber vor unserer Rechtsordnung nicht. Sie spüren ganz genau, dass dieser Rechtsstaat sich schwach aufgestellt hat und dass beispielsweise das Asylverfahren überhaupt keinen Einfluss nimmt auf ihr Verhalten. Das heißt, sie können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Der Staat reagiert kaum. Und die Justiz und Politik sind deshalb aufgerufen, tatsächlich den Leuten von Anfang an klarzumachen, dass hier nicht die Scharia gilt oder irgendeine andere Religion, sondern dass hier die deutschen Strafgesetze gelten und wir auch bereit sind, die durchzusetzen. Es geht hier ja nicht um Familienstreitigkeiten, sondern um schwerste Verbrechen, um schwere Straftaten. Und der Rechtsstaat muss zeigen, wer so etwas begeht, wer also vom Verfolgten zum Verfolger wird, da muss der Rechtsstaat reagieren. Die müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Und wir sollten auch die Abschiebehaftanstalten genau dafür wieder eröffnen. Da gehören diese Personen hin. Niemand hat ein Anrecht darauf, dass das Asylverfahren in Freiheit abgewartet werden kann. Es ist durchaus möglich, dass man das in einer Haftanstalt abwartet. Herr Wendt, noch die abschließende Frage an Sie. Es heißt ja immer wieder, man soll die Flüchtlinge nach Ethnien und nach ihren Glaubensrichtungen trennen. Ist das denn wirklich der Weg? Nein, ich glaube, dass das unzureichend ist. Nein, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja auch einigermaßen Hilflosigkeit. Man will das erstmal voneinander trennen, aber das ist ja schon kaum möglich. Schon bei der Religion ist es ja schon ganz schwierig. Wen will man denn da voneinander trennen? Also Sunniten von Schiiten, Salafisten, gemäßigte Salafisten gegen radikale Salafisten, das sind ja nun mal alles Anhänger, zumindest des muslimischen Glaubens. Das wird einem nicht gelingen. Bei den Ethnien ist es dann ganz genauso. Wenn wir die Ethnien voneinander trennen, dann bereiten wir sozusagen staatlicherseits schon Parallelgesellschaften vor. Auch das wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, besonders schutzbedürftige Gruppen besonders zu beschützen. Das sind Frauen, das sind Familien und Kindern und das sind vor allen Dingen auch die Christen unter diesen Flüchtlingen. Die brauchen den besonderen Schutz des Staates und ansonsten muss jeder, der dort lebt, jedem muss klargemacht werden, hier gelten deutsche Gesetze, wir setzen sie auch durch und wer dagegen verstößt, hat nur Anspruch auf Freiheitsentzug und anschließende Abschiebung. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. When that failure is met by Doctor say make this. I sleep 3 days in hospital because this is a problem. What was the problem? Problem here. Problem there? Exactly. Balls, it's very big. Like this. It's Your big. balls. Really. He said make sex with anyone or make anything. We are 400 people, okay? How I can bring the girl to here, okay? She go like she go like make 400 times sex. objections from countries like Hungary, their opinions are crushed. This isn't a Europe of peace, it's a Europe of division, it's a Europe of disharmony, it's a Europe that is a recipe for resentment, and yet, faced with all this failure, both of you said the same thing today. You said Europe isn't working, so we must have more Europe. So that takes us to a hardcore, much more fused together Central Europe. And we're still on the outside of it. Yeah, well, this is a big challenge for Britain because the problem is whatever happens in the Eurozone now, I mean, if it collapses or if it stays, you are going to get major change in Europe. You will have a coming together of the economies of Europe in the so-called fiscal compact. You'll have a huge support for banking union within Europe, and you will have a political reconstruction of Europe. Because if you're going to exercise more control over the economies in a single currency zone, then people will want the political accountability that comes with that. So in any event, there's going to be a huge reconstruction of Europe going on. Now, for Britain, we've got to make sure we're part of that. We've got to be arguing the case for it and arguing it on our own terms, and that's tough for us. More of the same failing. Well, there is, I think, a bright star on the horizon. It's called the British referendum. And given that none of you want to concede Britain the ability to take back control of our own borders, a Brexit now looks more likely than at any point in modern time, and I hope and pray that Britain voting to leave the European Union will be the beginning of the end of a project, however noble its original intentions, has gone rotten. The
The German Chancellor Angela Merkel says her country's attempts to build a multicultural society have failed. Addressing a meeting of her Conservative CDU party, Mrs Merkel said the approach to multiculturalism, involving people from different cultural backgrounds living peacefully side by side, wasn't working in Germany. Angela Merkel arriving at the gathering of her Christian Democratic Union, about to add fuel to a debate over immigration and Islam. Germany home to some 4 million Muslims. We are a country which at the beginning of the 1960s actually brought guest workers to Germany. Now they live with us and we lied to ourselves for a while, saying that they won't stay and that they will disappear again one day. That's not the reality. This multicultural approach, saying that we simply live side by side and are happy about each other, this approach has failed, utterly failed. Angela Merkel's comments come a week after she had talks with the Turkish Prime Minister, when they pledged to do more to integrate Germany's Turkish community. Hier Ewald Stadler vom BZÖ. Herr Bundesminister bringt zunächst einen Antrag ein, und zwar im Wissen darüber, dass diese Debatte wahrscheinlich nirgends so genau verfolgt werden wird wie in der türkischen Botschaft. Daher im Wortlaut. Der Herr Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird ersucht, den türkischen Botschafter Kadri Ecevit Teşcan mit sofortiger Wirkung zur persona non grata zu erklären und damit dessen Abberufung zu verlangen. Meine sehr geehrten Herren von der türkischen Botschaft, und ich werde jetzt nicht so devot wie der Kollege van der Bellen sein und von Exzellenz reden, Sie gleich in den Staub werfen. Ja? Meine Herren von der türkischen Botschaft, weil Damen gibt es dort nicht. Meine Herren von der türkischen Botschaft, Hohes Haus, ich fange mit einem Mordanschlag an. Am 3. Juni 2010, ist noch nicht so lange her, Herr Bundesminister, wurde in der türkischen Stadt, Hafenstadt Iskenderun, der Erzbischof Luigi Padovese von einem 26-jährigen Muslim, Murat Altun, mit insgesamt 8 Stichen ins Herz und in die Herzgegend, unter dem Ruf Allahu Akbar, Allah ist der Größte, niedergestochen. Der Erzbischof ist durch den Garten auf die Straße geflüchtet, um Hilfe zu erlangen, die hat er nicht bekommen. Daraufhin hat ihm der Attentäter den Kopf abgeschnitten. Er hing dann nur noch an einem Hautfetzen am Rest des Körpers. Seit 2008 sind mehrere Priester in der Türkei ermordet worden. Einer im Jahre 2008. Bitte, was ist mit der Dramatik? Ich weiß, dass Sie diese Dramatik nicht interessiert, meine Damen und Herren. Das sind ja Ihre Freunde, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen. Das ist der Grund. Das ist der Grund, darauf habe ich gewartet. Ihr Bekenntnis zur Religionsfreiheit ist pure Heuchelei und sonst gar nichts, meine Damen und Herren. Wenn man einem katholischen Erzbischof der Kopf abgeschnitten wird, dann gibt es keine Reaktion. Und nun sage ich an die Herren der türkischen Botschaft, ich möchte das Gezetere, möchte mir gar nicht vorstellen, das stattfände, wenn einem muslimischen Imam oder sonst einem Würdenträger von Geistlichen kann man nicht reden, auch nur ein Haar gekrümmt würde. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Botschafter, in diesem Land ist noch keinem türkischen muslimischen Religionsvertreter irgendein Leid geschehen, aber in Ihrem Land geschieht das jährlich, meine Damen und Herren. Was macht er? Aber wir haben nicht gesagt, Sie sollen uns alle Analphabeten aus Anatolien schicken. Die hat uns die Türkei geschickt. Wir haben Ihnen nicht gesagt, Sie sollen uns Ihre Steinzeit-Islamisten aus Hochanatolien schicken, die sogar Töchter als 16-Jährige wie vor 2 Jahren bei lebendigem Leib begraben, weil sie außereheliches Verhältnis gehabt haben. Das haben wir Ihnen nicht gesagt, dass Sie das tun sollen. Ja, was haben Sie jetzt vielleicht mitgefühlt, Frau Kollegin Mutonen, für die 16-Jährige, die man dort lebendig begraben hat? War keine Katholikin, jetzt dürfen Sie Mitgefühl haben.
Wir haben ihnen das nicht gesagt, dass sie das tun sollen. Die Türken haben es uns geschickt, meine Damen und Herren, und dann beklagt er das, dass nämlich diese Leute in diesem Land sich nicht integrieren wollen, wenn er gleichzeitig sagt, sie sollen sich gar nicht integrieren und der Herr Erdogan durch europäische Länder reist und sagt, Integration und Assimilation sei ein Verbrechen am Türkentum, meine Damen und Herren. So schaut's aus. Wissen Sie, meine Damen und Herren von der menschenrechtsbewegten gemeinsamen Regierungsfraktion, ihr Toleranzromantiker, dass es in der Türkei eine gesetzliche Bestimmung gibt, Artikel 301 türkisches Strafgesetzbuch, wo es heißt, wer so etwas sagt wie der Herr Tetscan hier in Österreich, auf die Türkei gemünzt, ist dort strafbar. Artikel 301 türkisches Strafgesetzbuch. Das heißt, Herabsetzung der türkischen Nation, des Staates, der Republik, der Institutionen und seiner Organe, meine Damen und Herren. Dort geht man dann zwischen 6 Monaten und 2 Jahren ins Gefängnis dafür. Das ist die Türkei, die uns Ratschläge erteilt. Herr Botschafter, besteigen Sie den Orient Express und zurück nach Istanbul in Ihr Traumparadies, meine Damen und Herren. Nur damit Sie es wissen, dass es in diesem Land nicht nur irgendwelche Toleranzromantiker gibt, die dieses Toleranz- und Einbahnstraßen-Toleranzgeplapper nicht schon längst satt haben, das Sie ausnutzen, Herr Botschafter. Sie nutzen das aus, niederträchtig. Und ich sage Ihnen in aller Form, ein paar Menschen gibt es noch auf der politischen Ebene, die das nicht akzeptieren. Und die Bevölkerung draußen akzeptiert es erst recht nicht, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir das. The Chancellor has also said that immigrants can help build a multicultural society by learning German. We should not be a country either which gives the impression to the outside world that those who don't speak German immediately or who weren't raised speaking German are not welcome here. That would do great damage to our country. Companies will go elsewhere because they won't find the people to work here anymore. That means that the demand for integration is one of our key tasks for the times to come. Angela Merkel is also facing discussion inside her CDU party about whether she's conservative enough, and her latest comments appear directed at those who think she's not striking a hard enough line on integration. Damon Embling, BBC News. Angela Merkel, the German Chancellor. But who is she really? More to the point, who was she? As a woman who grew up in communist East Germany, she strikes many in Western Germany in particular as something of an unknown quantity. And an obvious subject for biographers. The authors of the latest Merkel study describe her as closer to the communist apparatus than previously thought. A committed socialist, in fact. The Chancellor shrugs off the claims. She recently attended a screening of her favorite film made in East Germany in 1973. Its stars, the celebrities of her youth, presented her with a bouquet of lilies of the valley. The film was followed by a question and answer session. Inevitably, Merkel was asked whether she has covered up her past. I don't know. There are probably other things I have never said, because no one ever asked me. I was a member of the Trade Union Federation, for example, the FDGB. And even though I don't think anyone's ever asked me, I was also a member of the Society for German-Soviet Friendship. That's it, I'd say. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. So now she's suggesting that Islam belongs to Germany. And Germany now belongs to Islam, I presume. And anyways, she says there are already 4 million Muslims in Germany, so what are you going to do about it, right? Here's more.
Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Reuters TV. Reuters Agency.